Einfach brutal, dieser Duft. Einfach brutal. Fragezeichen. Jacques Bogat Silver Sand. Der Reflection Man für 20 Euro. Ihr kennt den Reflection Man. Dieses Teil hier, absolutes Meisterwerk. Ich sag ja immer, wenn ihr heiraten wollt, dann müsst ihr diesen Duft tragen. Perfekt. Yes. Aber ja, Silver Sand gibt's schon lange. Es kann sein, dass ich den auch mal vor Jahren vorgestellt habe, aber manchmal muss man das ja auch wieder mal rausholen. Ich glaube, den habe ich, weiß nicht, ob ich den Einzelvideo gewidmet habe, aber wenn wirklich ewig her. Und ja, mein Name ist Dennis und wir gehen rein. Es gibt übrigens auch den Dieb, da kommen wir später zu. Ja, das ist ein 20-Euro-Duft von Jacques Bogat. Und warum ist er brutal geil? Weil er erstmal eine starke Haltbarkeit hat und eine bombastische Sillage. Also ihr werdet damit wahrgenommen und das über locker 10 Stunden. Für 20 Euro, locker. So, und dieser Duft hat nicht nur einen guten Sprüher, er riecht auch nice. Aber hier das Einzige, ihr müsst da hinten sprühen. Hier schon ein bisschen eingestaubt hier, nicht lange nicht benutzt, aber ist immer wieder geil. Das ist hier Plünn, ne? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr seht, das kommt nicht so gut. Aber hier am Spritzloch, ne? Da müsst ihr dann aufpassen, würde ich sagen. Man muss aber aufpassen, ne? Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Ja, Silver Sand, ein Orangenblütenduft. Ja, der wirklich in eine Richtung wie Amouage Reflection Man geht. Ist es die beste Alternative? Das ist schwer zu sagen, weil da gibt es sehr viele. Weil der hier ist, sage ich mal, schon synthetisch ein bisschen, aber eben brachial, orangenblütig in die Fresse. So richtig in die Fresse, in your face. Ne? Und ich muss sagen, die Zitrone und die Orangenblüte am Anfang, die merkt ihr. Schöne Zitrone, so ein bisschen im Hintergrund, ne? So. Und, aber geiles Teil, muss man sagen. Natürlich, ihr habt sofort, also ich hatte diesen im Kopf. Natürlich, der Vergleich, 20 Euro, 300 Euro oder was auch immer, der ist jetzt ganz anders hier in der Luft. Aber er hat trotzdem die DNA, ist vorhanden, aber kann man nicht wirklich so vergleichen. Natürlich nicht. Das ist viel perfekter zusammengefügt. Hier passt einfach alles. Das ist ein Meisterwerk der frischen, floralen Orangenblütendüfte. Einfach perfekt. Für mich einer der besten Amouage Düfte. Wirklich gutes Teil. Hält lange, ist nice. Es gibt auch den Reflection 45. Habe ich noch nicht. Kenne ich aber. Ist auch gut. Aber es geht ja nicht um richtig viel Geld, sondern es geht um nicht viel Geld auszugeben, wenn man das nicht möchte und so weiter. Dann müsst ihr natürlich Abstriche machen, das ist ganz klar. Aber dann seid ihr richtig gut bedient. Wir gucken nochmal, wir gehen noch mal rein. Hier ist noch Lavendel, Kardamom, Rosengeranie. Also da haben wir wieder dieses Blumige, ne? Es ist auch ein blumiger Orangenblütenduft. Der Litchi ist glaube ich beim Original nicht drin. Ja, ob man da Litchi jetzt so rausriecht, lassen wir mal so stehen. Man muss ja auch Tonkabohne und dann Sandelholz, Teeholz und Vetiver. Muss dazu sagen, da muss man ein bisschen Abstriche machen, dass das nicht so ein heftiger, extremer Verlauf ist, dass man fast jeden Inhaltsstoff riecht, ist doch ganz klar für 20 Euro. Das riecht man ja auch nicht unbedingt bei jedem teuren Duft, ne? Bei denen riecht jetzt schon viel raus, aber auch nicht alles. Man hat ja immer so alles ist ja auch, kommt noch mal, wie viel auch in einen Duft ist. Und dann gibt's ja auch noch diesen Dieb. Überhaupt diese ganze Jacques Bogat-Reihe und überhaupt Jacques Bogat solltet ihr euch auf jeden Fall mal unter den Riechkolben führen. Ich gehe hier gleich kurz mal rein. Den Dieb, sucht den Dieb, also auch unwichtig. Auf jeden Fall ist das im Endeffekt, ja, ich sprühe auch mal hier mit diesen oder ich spritze hier mal mit den, der ist nicht ganz so gut. Da haben wir es nicht ganz so orangenblütenmäßig. Es ist ein bisschen tiefer, deswegen Deep. Und ja, man kann das machen. Auch hier stark. Also wenn ihr könnt die auch beide holen. Ihr holt die beide, habt ihr 40 Euro ausgegeben. So, und wenn ihr dann auch, da gibt es so viele andere Ableger, in Anführungsstrichen, aber was heißt Ableger? Auf jeden Fall Jacques Bogat, müsst ihr mal gucken. Wer das immer noch nicht auf dem Schirm hat, hier unbedingt mal auschecken. Also der Dieb ist ein bisschen weniger Orangenblüte, da kommt schon ein bisschen mehr Holzigkeit, ich will jetzt hier nicht rumsuchen, ein bisschen mehr Holzigkeit rum, während das hier
mehr natürlich zum OG rangeht. Aber nochmal, der Vergleich hinkt. Das ist eine andere Liga, ganz klar. Und wenn ihr den hier sprüht und den ersprüht, dann ist das ganz anders. Also das ist schon auf die Fresse cremig, Orangenblüte, bisschen zitrisch, holzig unterlegt, aber schon cremig Orangenblüten-Style. Mit einer ähnlichen oder mit dieser DNA schon von Reflection Man. Muss man eigentlich so wirklich gestehen. Ich komme mal hier auf so einer bestimmten Seite hier rein, mal kurz in mein gutes Teil. Und da sehen wir noch auch auf jeden Fall, dass welche hier Reflection Man angeben. Und die meisten sagen auch ja, Daumen nach oben. Also es ist schon, es gibt auch noch den Silver Set Intense übrigens. Ja, im Endeffekt könnt ihr das Intense, ihr könnt den Deep raussuchen. Ja, müsst ihr mal gucken. Ich habe den Silver Sand Intense, glaube ich, auch. Den habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Hier ist angegeben Skulptur Om. Ich wollte gerade sagen, der geht in eine kleine andere Richtung und so weiter. Auf jeden Fall macht es Spaß, wirklich Jacques Bogat mal auszuprobieren. Man geht ja immer so bei den arabischen Düften ran, man geht bei den anderen Dupe-Firmen, da alles, was es da so gibt, ran. Aber geht mal bei Jacques Bogat ran. Der ist übrigens von 2006. 2006, wir gucken mal, bevor ich was Falsches sage, wann ist denn der Reflection Man rausgekommen? 2007. Schau, siehst du? 2006 und der Reflection Man ist 2007 rausgekommen. Ja, natürlich hat das Amouage natürlich, wenn sie vielleicht das ein bisschen abgeguckt haben und sagen, wir machen den nur in perfekt, in viel runder, tiefer, alles perfekt, ohne Ecken und Kanten. Dann haben sie natürlich richtig perfekt gemacht, ganz klar, haben auch ein bisschen mehr reingesteckt, würde ich sagen. Ja, lassen wir das mal so stehen. Und ja, guckt einfach mal, ich brauche hier auch nicht weiter sülzen, weil 20 € dürfte, was soll ich da groß rumsülzen? Schöner Orangenblütenduft mit der leichten DNA von Reflection Man, nur in maskulin und protziger und synthetischer natürlich. Und das Deep und Intense, testet die alle mal und dann schreibt mal unter, vielleicht kennt ihr den ja schon, habt ihr den schon. Und dann könnt ihr mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid. Macht einen Daumen nach oben und folgt mir. Also lasst ein Abo gern da und dann ist der Dog mal wieder raus heute für heute, ne, Freunde? So, ja, so ist das. Und ich hatte letztens gefragt, ich weiß gar nicht, welches Video das war, weil ich immer viele Fragen kriege, wegen den Jordan-Schuh, ob ich die mal vorstellen soll. Schreibt noch unter, ob ihr das mal sehen wollt, dann zeige ich euch meine 16 Paar Jordan-Schuhe gern mal auch und so weiter und so fort. Ich werde auch mal gefragt, von wem ich Fan bin. Ich meine, das habe ich schon mal so ein Video gemacht, das ist aber auch zig Jahre her. Das hat dann keinen interessiert im Endeffekt. Und ja, Fußball wisst ihr doch, ich bin Real Madrid-Fan, ich bin Buffalo Bills-Fan, was Football geht, jedenfalls die Nummer 1, zweites San Francisco 49ers, Buffalo Bills ist aber meine Nummer 1. Dann bin ich Houston Rockets-Fan an Nummer 1 und beim Baseball Chicago Cubs an Nummer 1 und die Mets, die wunderbaren, fantastischen Mets auf 2. So ist das. Ja, beim Basketball, ja, ich habe die Lakers noch danach und ich habe natürlich die Bulls und so, aber die Houston Rockets ist auf 1. Ja, das dazu. Da muss man nicht extra ein Video zu machen. Aber zu den Schuhen vielleicht, wenn ihr Bock habt, nochmal, also wenn ihr wirklich, weil sonst muss ich das hier nicht machen, weil bei Instagram und hier kommt auch ab und zu mal eine Frage, ja, aber wenn das einer fragt, ja, man muss auch mal so gucken, ob andere da Bock drauf haben. Also, ich bin raus und bis zum nächsten Mal.